Ja, wir haben gegen Sociedad ein super Heimspiel gehabt, gegen eine Mannschaft, die natürlich eher über den Ballbesitz kommt und was uns dann hier und da auch so ein bisschen entgegenkommt, weil wir natürlich dann in die Balleroberung kommen können und in die Kontersituation kommen können und das haben wir in dem Spiel super gemacht. Entsprechend gehen wir auch mit der sehr ähnlichen Herangehensweise auch ins Rückspiel, mit der Gewissheit, dass natürlich der Gegner mit einem großen Respekt reingehen wird in so ein Spiel, aber vor allen Dingen auch mit der tabellarischen Situation, dass sie müssen, was sie natürlich so ein bisschen unberechenbarer macht, auf der anderen Seite aber auch hemmt. Ja, letztes Jahr habe ich die ersten Eindrücke sammeln können und zum ersten Mal erlebt, wie es ist in dem Bewerb und auch alles drumherum. Ich habe aber letztes Jahr jetzt nicht so viel gespielt noch. Diese Saison war das schon ein bisschen mehr. Es hat sich angefühlt, wenn du mehr Teil beitragen kannst. Das ist gar nicht scharf, weißt du? Ich finde insgesamt auch ein sehr interessanter Verein mit einer tollen Nachwuchsabteilung, die auch extrem viele Spieler aus der Nachwuchsabteilung auch immer wieder implementieren in die erste Mannschaft. Und insofern gibt es da so ein paar Parallelen, wenn auch die Spielweise natürlich eine ganz andere ist. Meistens machen wir gegen Abend die Gruppensitzungen, das heißt, da sind dann gemeinsam die Torhüter mit der Viererkette. Danach gibt es nochmal eine Gruppensitzung für den Mittelfeldspieler und dann nochmal einen für die Stürmer, wo wir den ganz klaren Matchplan, was wir vorhaben, in allen 4 Spielphasen durchgehen und mit denen im Detail durchbesprechen. Das geht immer in einer kleinen Gruppe immer nochmal am besten. Okay, schönen Abend, Männer. Nochmal, nutzt. Praktisch haben wir alles besprochen. Da seid ihr auch voll safe. Da bin ich mir zu 1000% sicher, habe ich großes Vertrauen. Aber nutzt vor allen Dingen unsere allergrößte Stärke, Männer, das ist der Zusammenhalt. Alles, was wir heute machen, Männer, machen wir zusammen. Wir attackieren gegen den Ball zusammen. Wir attackieren mit dem Ball zusammen. Egal, welche Entscheidung wir treffen. Jeder Einzelne auf dem Platz. Wir ziehen zusammen durch, Männer. Viel Spaß dabei, Männer. Okay.
Also nach dem Spiel hat man sich gefreut. Wir hatten die 0 auf jeden Fall, hatten den Sieg, hatten den Vorsprung. Und in dem Spiel war es dann schon so, dass, glaube ich, mit dem 2:0, das hat man auch dem Gegner angemerkt, dass es ein kleiner Killer war für sie. Auf einer Seite für uns auch eine sehr, sehr komfortable Situation. Und ja, nach dem Spiel war es natürlich cool, weil wir wussten, dass wir definitiv in den ersten beiden Plätzen uns quasi rangieren werden. Aber trotzdem noch mit dem Wissen, ey, ja, wir brauchen schon Platz 1 fürs Achtelfinale. Ja, also wie wir erfahren haben, dass wir eben Erster in der Gruppe sind, da ist schon gut zum Feiern losgegangen im Bus. Wir waren da im Bus auf dem Rückweg ins Hotel und haben halt alle das Spiel live getrackt. Und dann, wo der Abpfiff gefallen ist, haben wir alle gejubelt. Ja! Ja! Ja, Mann! Ja! Schon ein gutes Gefühl. Ich glaube, das Gefühl kann uns keiner nehmen, weil wir uns verdient haben. Und du bist on fire! Na 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 It was a great feeling. The atmosphere in the bus was really good. Everyone was happy, singing, having fun. Okay, Männer, wir gehen kurz in die Analyse. Wir machen es aber jetzt mal ein bisschen anders. Wir machen es mal anders, weil wir haben im Vergleich zu der Kette, aber auch zum Mittelfeld, die je nachdem wie der Gegner spielt, im Dreier-Mittelfeld 4-2-3-1 oder 4-3-3, auch unterschiedliche Spitzen. Ich kann mich noch erinnern an den Auftakt, wo wir in Lissabon gespielt haben, mit Mühe und Not dann auch diesen Punkt geholt haben und sich die Mannschaft nach dem Spiel vorgenommen hat, das letzte Spiel dann wieder gegen Lissabon ganz anders zu gestalten. Wir spüren alle den Prozess, wir spüren unsere Entwicklung, wir spüren unsere Verbesserung in vielen Bereichen, in den Spielen auch, im Training auch. Und jetzt haben wir halt einen Gegner, wo wir es nochmal beweisen können. So, vor allen Dingen auch mit dem Vergleich zum Hinspiel. Und was mir auch aufgefallen ist, Männer, in den 5 Spielen haben wir nur in 2 von 5 hatten wir Stürmertore. 2 von 5 nur. Morgen können wir zumindest ausgleichen, Alex. Ja? Tomorrow we can make 3 then. Stürmertore brauchen wir nicht. Stürmertore brauchen wir. Okay? Dankeschön, Männer. Ja, Johnny skippt mich auf. I got an injury, unfortunately, on the outside of my left foot, stress fracture. I unfortunately missed out on a couple of games there. I'm observing! Okay! Alex, nice. Wir haben es jetzt nicht locker genommen oder auf die leichte Schulter, weil wir haben gegen Benfica im Hinspiel haben uns die schon gut bespielt und da waren wir auf jeden Fall nicht die bessere Mannschaft. Deswegen wollten wir denen im Rückspiel in der eigenen Akademie auf jeden Fall zeigen, dass wir besser sind wie die und wir die schlagen können. Okay, Männer,
Wir und damit meine ich alle hier im Raum, jeder im Staff, aber auch diejenigen, die heute nicht im Kader sind, aber auch ihren Teil dazu beigefügt haben. Wir alle gehören zu den besten 16 Europas. Das haben wir uns schon mal verdient. Und ich liebe es, wenn man sich Sachen richtig verdient hat. Nicht geschenkt bekommen, sondern wenn man es nicht verdient. Die haben wir uns verdient mit allen, die hier dazugehören. Und heute verdienen wir uns nochmal darüber hinaus, dass wir uns selber beweisen. Und selber beweisen, Männer, dass wir die Besten sind, die wir sein können. Und zwar im Vergleich vom Hinspiel zum Rückspiel, dass wir nochmal einen riesen Protest gemacht haben, den haben wir, der ist für alle ersichtlich und heute wollen wir uns nochmal selber zeigen und auch denen zeigen, die erwarten FC Salzburg in Urlaubsmodus und wir zeigen den Männern, dass wir im richtigen Angriffsmodus sind. Viel Spaß, viel Erfolg! Das hat dann schon auch eine starke Gruppe gezeigt, dass man dort entsprechend liefern muss. Benfica, Lissabon, Inter Mailand und San Sebastian, das sind schon auch Schwergewichte und kommen aus großen Fußballländern, diese Mannschaften. Und was für mich sehr positiv, dass die Mannschaft sich als Mannschaft entwickelt hat und dass sich einzelne Spieler einfach auch entsprechend hervorgetan haben und man wieder gesehen hat, dass wir in Salzburg mit unserem Salzburger Weg einfach erfolgreiche Geschichten schreiben können, beziehungsweise auch heute schon, denke ich, dran sind, morgen wieder den einen oder anderen Spieler zu haben. Die Leute wollen wissen! Die Leute wollen wissen! Wer wir sind! Wer wir sind! Wir werden es ihnen zeigen! Wir werden es ihnen zeigen! Wer wir sind! Wer wir sind! Hey, wir sind die Jungs aus der Brust! Macht einen extrem stolz. Auf der anderen Seite werden die Punkte natürlich gelöscht in dem Moment, wo man in die K.O.-Runde kommt. Ich hätte euch so gerne mein Zimmer gezeigt. Da ein bisschen Glücksschärfe. Das hat man schon den Jungs angemerkt, dass sie da erstmal mental mit zu kämpfen hatten.